Hallo und herzlich willkommen zu Strategie machen. Die Ebene der Arbeit ist natürlich die Ebene, die am schnellsten tickt. Das auf der Ebene von Arbeit viel hilft. Am flirrendsten ist, am wenigsten Beständigkeit hat, die kurzfristigsten Geschichten erzählt. Die letzten Male habe ich im Modell von Marker, Option, Arbeit über Marker und Option geredet. Heute möchte ich die Ebene der Arbeit erklären. Und das ist vermeintlich erstmal die einfachste Ebene. So alle, die wie ich aus dem Agilen kommen, das ist, glaube ich, das, was wir am frühesten begriffen hatten, dass Arbeit relativ viel mit Koordination, Absprache im Team und so weiter zu tun hatten. Wie wir das gemacht haben, war über mehr Visualisierung. Wir haben Teamboards aufgebaut, vor denen Teams sich jeden Tag treffen, gegenseitig die Lücke springen, sich absprechen, wie man in einer manchmal funktionierenden Familie das vielleicht auch machen würde, wie das auf Baustellen draußen passiert, wie es in ganz vielen Berufen schon immer passiert. Man spricht sich halt ab, weil die Dinge sich ändern und man rausfinden muss, wie man sich gegenseitig unterstützt. Die Ebene der Arbeit ist natürlich die Ebene, die am schnellsten tickt. Also in dem Modell von Pace Layering aus einer der ersten Folgen ist das sicherlich die Ebene der Mode. Also die Ebene, die am meisten Kontakt mit der Außenwelt hat, am flirrendsten ist, am wenigsten Beständigkeit hat, die kurzfristigsten Geschichten erzählt. Wenn wir jetzt ganz naiv sind und wir stellen uns so ein Teamboard vor, dann kann man jetzt plötzlich, wenn man diese Ebenen trennt, wieder ein relativ einfaches Modell etablieren, nämlich das auf der Ebene von Arbeit verblüffenderweise, und das wird nicht jeder gerne hören, das Gesetz doch stimmt, dass viel hilft. Also viel hilft viel. Und es gibt ja im Agilen diese Betonung von Outcome over Output. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man ganz stark die Entscheidung für eine Option vermischt mit der Arbeit an der Option. In meinem Modell wäre das jetzt sozusagen erstmal getrennt, bis wir wieder alles verkoppeln. Der Witz ist aber, wenn ich mich für eine gute Option entschieden habe und committed habe, wir wollen dieses und das machen, dann ist es doch verblüffenderweise so, dass wenn man vor einem Board steht, von einem Team, das an dieser Option arbeitet, es doch besser ist, wenn viel von links nach rechts geschaufelt wird auf dem Board, als wenn wenig rüber geschaufelt wird. Und das befeuert wieder sowas, was auch relativ kontrovers war in einem Podcast, den ich mit Dan Vicente hatte, der auch ganz stark sagt, Output over Outcome, weil Output erst Outcome generiert. In meinem Modell wäre es also so, dass sich Outcome vor allem darüber bestimmt, dass man die richtigen Optionen wählt, so schwer das auch sein mag, und dann relativ viel Arbeit da rein investiert. So einfach ist das am Ende. Ja, und viel mehr gibt's für diese einfache Ebene der Arbeit gar nicht zu sagen. Das ist verblüffend. Also Arbeit wird geregelt über Boards, wir gucken dahin. Optionen werden auch geregelt über ein Board. Bei den Optionen ist es jetzt natürlich so, dass dieses viel hilft viel nicht mehr wahr ist. Auf der Ebene von Optionen ist es jetzt so, dass es von der Qualität der Entscheidungen abhängt. Die Qualität der Entscheidung ist natürlich dadurch gekennzeichnet, ob die Optionen mehr oder weniger innerhalb der Markierung liegen, also unserer Identität entsprechen. Ein Beispiel mal aus dem Kopf. Wir sind Patagonia. Es geht darum, naturverträglich, nachhaltig Outdoor-Bekleidung zu erfinden. Dann ist so eine Option wie, wir lernen die Fähigkeit, langfristig erfolgreich Design zu machen und uns der Mode zu entziehen, eine relativ gute Option wahrscheinlich. Vielleicht schwierig zu machen, vielleicht schwierig auf der Ebene der Arbeit, aber sicherlich sinnvoll und innerhalb der Markierung. Besser als im Modezirkus mitzumachen und jede Saison alle Modelle auslaufen zu lassen, neue zu entwickeln. Das wäre mal so ein Beispiel, was da drin liegt. So, und in der nächsten Folge möchte ich erklären das Zusammenspiel aller Ebenen, Marker, Option und Arbeit, und ein paar Fragen daran stellen und diskutieren. Auch dafür wäre es hilfreich, wenn in der Zwischenzeit noch Fragen kommen, Feedback kommt, damit ich das ein bisschen einarbeiten kann. Ansonsten, wenn es gefallen hat, abonnieren, Glocke drücken für Benachrichtigungen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal mit Strategie machen, Marker, Option und Arbeit. Dankeschön.